man merkt, wir sind Tag Nummer 5. Es geht direkt wie Butter. Und wir sind Tag Nummer 5. Wir haben heute eine Panel-Diskussion mit krassen Gästen heute hier. Ich sag mal kurz ein paar Ansagen. Wir streamen nämlich heute auch live ins Netz. Wir sind also hier live im Kabuwazi und die uns im Internet sehen, wenn es Leute gibt, die Englisch-Übersetzung brauchen. Okay, es macht Sinn, ich sage das auf Englisch. If somebody needs a translation who is watching in the internet, go to the stream and underneath you find a Zoom link. Click on that and then you will need probably 2 devices. On one you can listen to the live translation and on the other one you can watch the stream. It's the best solution we could find. But also in 1 week we will put up the stream and we'll have subtitles in English and also in Spanish. Für alle, die jetzt hier sind und for everybody who is here and needs an English translation, Annika, where are you? Annika offered to translate also for people who need it in the room. So you can go and look for Annika over there. All right. Then there's another few dann haben wir noch ein paar andere organisatorische Dinge. Ich muss euch darauf aufmerksam machen, dass wir hier drinnen alle Masken tragen müssen. Wenn wir draußen rumlaufen, müssen wir die auch tragen. Wenn ihr euch irgendwo hinsetzt, dann könnt ihr die abnehmen, aber natürlich auf Abstände achten. Dann Eingang, Ausgang ist beides an diesem Ort, aber ihr seht, die eine Linie ist der Eingang, die andere ist der Ausgang. Ja, ich würde sagen, dann übergebe ich an Ahmed. Ja. Okay, also an die Sprecherinnen, damit die Leute, die übersetzen, nicht so in Stress kommen, manchmal Pausen machen, nicht zu schnell reden. Gut. Okay, so, es sieht so aus wie ein Parlament hier gerade, ja. Auf die linke Seite, auf die rechte Seite, hier, wie britisches Parlament. Fürchterlich und ich bin froh, dass es nicht so ist, sondern dass es Festivaler-Leute sind. Assalamu alaikum. Merhaba. Bonjour. Und das sind die 3 Sprachen, die ich kenne, außer Deutsch. Hallo. Okay, ich freue mich, an diesem Treffen zu haben. Mittendrin im Festival oder auf Tag 5 und ich freue mich besonders auf die Gäste, die wir haben, ihr natürlich alle, aber die Gäste, die jetzt im Panel sind. Es ist unsere erste Panel-Discussion, glaube ich, was wir bei Festival machen und es soll nicht nur gelabert werden, soll geredet werden über unsere Aktionen, die wir machen und warum wir die machen und auch alle die Möglichkeit geben, nachher was zu sagen auch, ja. Wir haben 3 Panel-Mitglieder, ich setze mich hin einfach. Wir haben 3 Panel-Mitgliederinnen hier, also Teilnehmerinnen, und die haben wir jede einzelnen eingeladen, weil die ganz special sind. Ja, und ganz special sind ihre Organisationen, finden wir. Ja. Wir haben trotz dessen in guter deutscher Art in Kategorien gestellt, und es sind 3 Bereiche, ja, aber mehr Rednerinnen. Ja. Zum ersten, jemand, der nicht dabei sein kann, ist Taiwo aus Nigerien, aus Lagos. Und dem haben wir eingeladen, was zu sagen. Der wird jetzt eine Videobotschaft schicken, was zu erzählen über auch der internationale, was weltweit passiert. Was ist international? Was weltweit passiert, außer Deutschland, das ist die Welt. Und auch die internationale Perspektive zu geben, besonders im Herz von Afrika, was so viel leiden musste und aber gleichzeitig so kämpferisch ist. Der ist nicht da, aber ein Applaus für Taiwo, weil er wird das Applaus nicht hören nachher. Wir sagen ihm. Wir werden auch eine kurze Grußwort haben von Theater Trondo aus Bolivien, die auch ihre Idee vorstellen oder die Gründe vorstellen, warum sie ein Netzwerk gegründet haben auch. Applaus für Theater Trondo auch. Nur für den Rekord. Hier aber live in Präsenz
Und es ist krass, hier ohne Maske hier zu sitzen. Wir dürfen anscheinend hier, aber hier noch nicht. Die Leute, die live hier sind und natürlich sehr, sehr wichtig, die aktivistische Organisationen, die die ganzen Demoarbeit machen. Wir haben uns gefragt, es ist wichtig, über Produktionsarbeit zu reden, über Reproduktionsarbeit. Wir finden es aber auch wichtig, über Demoarbeit zu reden, weil das ist viel, das findet immer im Hintergrund und hier wollen wir das in den Vordergrund bringen. Aber natürlich eine Organisation, von der alle geredet haben, in Deutschland, in Berlin, negativ oder positiv, wir nur positiv. Das ist natürlich Migrantifa und wir sind sehr froh, Bahar hier zu haben, die das heute Migrantifa vertreten wird. Dann eine sehr alte Freundin von uns und die Organisation uns wie eine Schwesterorganisation, von dem wir so viel lernen. Nicht nur für unsere Stücke, wie Verhältnisse zum Tanzen bringen, was gestern gab, sondern auch, wie man alles internationale und die feministische Perspektive und die Arbeiterinnenperspektive bringen kann. Und das ist, da bin ich froh, jetzt euch hier auf dem Panel zu haben, Jan Kirai von der Respekt-Initiative. Das wäre der aktivistische Bereich, es ist nicht abgedeckt damit. Morgen werden viel mehr Organisationen teilnehmen. Heute Morgen haben wir auch viele Organisationen hier gehabt, die sich vorgestellt haben. Wir finden, es ist aber auch wichtig, dass alles, was wir machen, auch die Sprache spricht, was Jugendliche auf die Straße sprechen. Jetzt, ich bin älter, aber jung im Herzen und was mich jung hält, ist junge Leute, die kämpfen. Und ich glaube, das ist super wichtig und wir wissen, wie schwer das ist für Jugendlichen auch zu leben in dieser Welt. Und ich glaube, man kann nur die Welt verstehen durch die Augen von Jugendlichen selber. Einige können noch besser verstehen, weil die arbeiten im Jugendbereich. Und mein alter ehemaliger Kollege, mit dem wir auch Theater X und Festivaler und alles gegründet haben, Cheer Özgürt, arbeitet in diesem Bereich Jugendarbeit und deswegen freue ich mich, ihn hier zu haben. So, aber ich fange an, ich bin Ahmed vom Theater X und ich fange an mit... Ich fange an mit einer Manifest, die ich verfasst habe, aber in Auftrag von vielen unserer internationalen Partnerinnen, weil die haben auch keinen Bock mehr, getrennt zu kämpfen, sondern wollen das gemeinsam machen, mit Respekt voreinander natürlich. Und ich wollte euch das gerade gestern fertig gemacht, hergestellte Manifest oder ein Call an die Welt von unseren internationalen Partnerinnen vorlesen, wenn ihr mich das erlaubt. Ja? Ich stehe immer auf, sorry, ich bin so alter Kampfhase. Ich mache meine Brille auch. Ich mache keinen Auftritt oder so. Das ist keine Rolle. Man wird alt. Ja. Activate Activism. Ein Aufruf zur Gründung einer internationalen Föderation der Gemeinschaftskultur mit einer Name in Progress, die United Cultures of Resistance. Wir sind Aktivistinnen der Community-Kultur aus der ganzen Welt. Chile, Pakistan, Nigerien, Bolivien, Palästina, Italien, Belgien, Deutschland und den USA bis jetzt. Wir haben uns zusammengeschlossen, um unsere Kämpfe in einer Zeit der intensiven kapitalistischen Krise zu organisieren. Es ist einfach krass, was jetzt abgeht. Die Pandemie durch diejenigen, die uns regieren, hat die Tiefe dieser Krise offengelegt. Wir sind auch Zeuginnen einer Krise des kulturellen Establishments geworden, die durch die Schließungen provoziert wurde. Diese hat jedoch auch ihre bereits bestehende Krise der Relevanz aufgedeckt. Wir hatten Zeit zum Nachdenken,
Aber jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Wir werden ein Netzwerk aufbauen, das auf Fürsorge, also Care, Aktivismus und Community basiert. Kultur der Vorsorge oder Cultures of Care. Denn der Kapitalismus kümmert sich nicht, wir aber schon. Wir mussten wählen zwischen dem kapitalistischen Todeskult, der den Planeten und seine Menschen verwustet, auf der einen Seite, und den lebendigen Massenbewegungen, die sich um das Leben aller Menschen kümmern, auf der anderen Seite. Kultur kann nicht neutral sein. Hört ihr das? Schaubühne und Deutsche Bühne und alle anderen. Wir stehen in Solidarität mit diesen Bewegungen. Wir sind nicht neutral. Wir ergreifen Partei, weil wir uns kümmern, weil es uns kümmert. Kulturen des Aktivismus. Denn wenn Hoch, Pop, Off und Subkultur uns im Stich lassen, wird Gegenkultur zu unserem Werkzeug, um Aktivismus für unsere Seite zu aktivieren, um Widerstand zu ermutigen, zu unterstützen, zu informieren, zu initiieren und zu zelebrieren mit allen notwendigen kulturellen Mitteln. Danke Malcolm X für diesen Spruch, den ich einfach übernommen habe. Mit allen notwendigen kulturellen Mitteln. Kulturen der Community, denn sie ist unsere Homebase und die Verbindung zu unseren starken Traditionen. Das Fundament unseres heutigen Kampfes und der Ausdruck einer Vision der selbstbestimmten Zukunft. Es ist der Ort, wo und wann wir unsere gestohlenen Räume, unsere gefangenen Körper, unseren genormten Gedanken, unseren Connection zur Erde, die Früchte unserer Arbeit und unsere Sprachen des Widerstands zurückfordern, erforschen und erweitern. Dieses nennen wir Kulturen des Widerstands, Cultures of Resistance. Ich komme jetzt zum dramatischen Ende. Wir versuchen, ein Netzwerk aufzubauen mit lokalen Wurzeln und globaler Solidarität. Eine Föderation von Aktivistinnen der Community-Kultur, in der wir uns um die Kämpfe der anderen kümmern, unsere Ressourcen teilen und fair in der Art und Weise sind, wie wir zusammenarbeiten. Wir hoffen, uns zu verbinden, um unsere Strukturen und unsere Kämpfe weiterzuentwickeln, Erfahrungen und Fähigkeiten auszutauschen und im kreativen Aktivismus zusammenzuarbeiten. Wir fordern Zugang für alle zu den Mitteln der physischen Existenz, also Brot. Das Recht aller auf die Würde des Lebens und das kollektive Eigentum an Kultur als Mittel der menschlichen Selbstbestimmung, also Rosen. Wenn ihr zustimmt, Yalla, schließt euch an, nehmt das Megafon und macht mit. Das ist ein Aufruf, den ich gemeinsam verfassen musste, so mit anderen zusammen. Und wir wollen jetzt direkt von den anderen hören. Ja? Und wie ich vorher angekündigt habe, haben wir ein paar Beiträge auf Englisch, glaube ich. Deswegen werden wir eine Übersetzung haben auch. Und unser Kollege hier, ganz kurz, genau, kurz mal deinen Namen, ohne Name. Mihirmi, danke sehr, dass ihr gekommen ist mit so einer schönen Schawal. Guck mal das an. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem Beitrag vom Theater Tronno. Nuestros hermanos, hermanas, cumpas, cumas de Latinoamérica y el mundo entero, hoy 19 de junio, una fecha muy importante para recordar la memoria, aquí especialmente en Bolivia. Ya estamos recordando casi un año y medio del golpe de Estado y para nosotros como cultura viva comunitaria, como tejido de cultura viva mundial, es necesario rescatar
la memoria de nuestros pueblos para tenerla enfrente siempre para el futuro. Y qué lindo ser parte de este encuentro maravilloso que rompe fronteras, rompe idiomas y estamos dispuestos a transformar el mundo a través del arte y la poesía. ¡Yala, yala! ¡Yala, yala! Also das war von Tintin. Das ist Kiki, nicht? Danke Kiki, dass Genau. du auch reingesprungen bist. Gerne. Dankeschön. Zu uns spricht Tintin von den Teatro Tronos aus El Alto, Bolivien. Er sagt, Brüder und Schwestern, willkommen, wir sind hier. Es ist ein wichtiger Tag für uns. Es ist Zeit, die kollektive Erinnerung zu erwecken. Wir sind heute hier, um für uns ein wichtiges Datum zu erinnern, und zwar der 19. Juni vergangenes Jahr war der Tag, an dem ein Putsch bei uns stattfand in Bolivien. Und wir nehmen diesen Tag zum Anlass, um uns mit euch zu verbinden, denn es ist Zeit, dass wir die Grenzen überwinden und sprengen. Und deswegen sagen wir, Yala, Yala, Stiwala. Okay, da finden Aktionen jetzt statt, weltweit. Unglaublich, vor ein paar Jahren hätten wir das nicht hingekriegt, aber wo Leute überall auf die Straße gehen und solche Aktionen machen und schreien auch Yalla, Yalla, Festiwallah. Tatsächlich in Lahore, Pakistan, Santiago, Chile, hier auch, und es ist wunderbar. Und wir lernen auch ihre Slogans hier auch zu schreien. Viva Cultura Comunitaria. Okay. Wir wollen aber einen zweiten Film, ich weiß nicht, ob das geklappt hat, von Taiwo aus Nigerien, Lagos, von Illuminate Theater, der leider jetzt nicht live dabei sein kann. Hier ist er. Illuminate Theatre is a Lagos-based collective. We are a multidisciplinary creative lab. We create a lot of experimental work, working with different materials. We come together with common interest and with shared opinions and shared ideas. We work on the streets. In public spaces, our works are sort of exchange and engagement with the community where we live, talking about our social and political issues, working in different communities here in Lagos and in Nigeria to use art as a tool and a weapon to correct societal ills, and also giving these young people a reason to live, giving them a reason to develop themselves, a reason to have a goal, to have a purpose in life. That's what we do with art that we do. Okay, das war ein Video, die Taiwo schon geschickt hat, habe ich gehört. Und jetzt das neue Video, was wir für heute hergestellt haben, kommt noch, ja? Okay, das ist wie ein Kino hier. Ist okay. Hi, I am Ojudu Taiwo Jacob, a performance artist from Lagos, Nigeria. I am the artistic director of Illuminate Theatre Productions. Illuminate Theatre is an art collective that uses art as. Hallo, ich bin Taiwo. Ich bin Performance-Künstler. Ich bin der
Kreativdirektor von der Organisation, die dort erwähnt wurde. Ich konnte es leider nicht sehen, aber wir gehen dann weiter. A form of resistance and movement as a weapon to fight against social ills. Unser Kollektiv ist eine Waffe und ein Werkzeug, um zu kämpfen, gemeinsam gegen soziale Probleme. For example, using Nigeria as a case study, the theater is one of the most uncompromised institution that you can find the truth. For example, I say to people that every institution in Nigeria is compromised. Education is compromised, religion is compromised. Everything in Nigeria is compromised. The only place where you can find the truth is through performance in theater. And the Mule theater is one of the strongest forms of resistance as far as I know in Nigeria. Basically what we do is we work with young people from different communities and empower them, teach them how to be artists, teach them how to become themselves, teach them. Die meisten Institutionen Nigeria sind komprimiert, das heißt, sozusagen, die wurden vereinnahmt oder die wurden kooptiert von dem System. Aber unser Theater ist eines der wenigen Institutionen, die das nicht ist. Wir arbeiten mit vielen Menschen, vielen jugendlichen Menschen, jungen Menschen aus unterschiedlichen Ecken in den Communities, wo sie leben, um eine Kultur der Widerstand zu bilden. How to contribute to their community through art. In the past 5 years, we started in 2015, and since then we've taken performances to different spaces, to different public spaces in Nigeria, because in Nigeria, theatre is dead. The National Theatre in Lagos is dead. It's expensive to afford theatre for people who come from my kind of background. It's super expensive for them to afford theatre performances, to see theatre shows, to encounter theatre or culture. So basically what we do is we create these performances with young people. In Nigeria ist Theater sowohl sehr teuer und sehr unzugänglich für die meisten Leute. Ich muss auch sagen, dass Theater eigentlich tot ist. Stattdessen bieten wir ein Theater des Menschen an, ein menschennahes Theater, was mit Menschen arbeitet und aus den Erfahrungen, die sie machen, heraus eine Bühne anbietet. From the community where we come from, we create it together and we take these performances to the streets free. Wir machen Performances, wir nehmen die Performances auf den Straßen und in den Parks, in leeren Gebäuden, leerstehenden Gebäuden und zeigen den Menschen kostenlos unsere Kunst. Bisher sind diese Einsätze haben beigetragen zu der Entwicklung der Gemeinschaft, der Communities. Die Menschen durch unsere Arbeit können besser kommunizieren, interagieren und diskutieren über die Herausforderungen, die sie erfahren in der Community. Ja, super schön. Okay, das wurde gerade, ich glaube, heute Morgen produziert oder sowas. Und ich weiß die Bedingungen da, weil oftmals, wenn wir Zoom-Meetings haben, geht Strom alles aus, man sieht nichts und so weiter auch. Und Lagos ist eine sehr laute Stadt, so richtig krass und reiche Land eigentlich, Nigerien, aber Menschen in Armut, aber so Menschen auch, die reichen Kopf sind, wie Taiwo, und die lieben wir auch, genau. So, jetzt zum Live, die Leute, die hier sind, physisch auch, wollen wir die Runde öffnen. Und wir haben an jeder so bestimmte Fragen überlegt. Ja?
Die vermischen sich miteinander, aber wir versuchen ein bisschen Struktur zu geben. Und ich wollte anfangen mit Jan Kirai. Erstmal kurz mal die fragen, dass sie sich kurz vorstellt und auch ihre Initiative. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich fühle mich nicht mehr als Gast, sondern ich bin ein Teil schon. Ja, wir sind Verbündeten. Ich fühle mich wie in meiner Familie bei Theater X. Mein Name ist Jan Kirai Painemal. Ich bin seit 20 Jahren ungefähr aktiv in einer kleinen Initiative, Respekt-Initiative Berlin heißt das. Es ist eine gemischte Frauengruppe. Am Anfang waren mehr eher weiße Deutsche und hat sich mit der Zeit gewandelt. Jetzt sind wir mehr migrantische Frauen mit und ohne Aufenthaltsstatus. Respekt ist ein Teil von einer großen Gruppe. Wir haben so eine Art soziale Ort, wo die legalisierte Frauen zu uns kommen. Aber leider haben wir diesen Ort innerhalb der Pandemie verloren, weil die Leute wollen die soziale Distanz halten und soziale Distanz ist leider ein Privileg. Nicht alle können die soziale Distanz haben, zum Beispiel geflüchtete Frauen und illegalisierte Frauen brauchten diesen Ort, aber wir haben das Ort verloren. Und dann, ich finde, das ist super wichtig, dass jetzt ist ein bisschen die Zeit vorbei, dass wir darüber denken und auch selbstkritisch sind, wie haben wir uns verhalten in Zeit der Pandemie. Aber nur für später. Was Respekt macht, ist, was wir machen, wir versuchen einen Raum zu schaffen, wo sie illegalisierte Frauen selber sich treffen, ein Treffort, wo sie miteinander sich selber Tipps geben, selber sich überlegen, wie können sie Widerstand leisten. Die leisten ständig Widerstand, weil da zu sein als illegalisierte Frauen ist schon Widerstand. Und wir haben gemerkt, die wissen selber, wie besser Widerstand leisten können. Das ist Respekt und zurzeit in Respekt sind wir ungefähr 12, 13 Frauen, der Unterschied von dem sozialen Ort ist, dass bei Respekt die Frauen, die schon politisch aktiv sein wollen. Politisch aktiv im Sinne, die haben schon eine gewisse, die wollen einfach selber sprechen, in Demo gehen, auch andere Art von Widerstand. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, wir haben einen kleinen Blog, ist ein bisschen prekär, aber da kann man ein bisschen gucken. Genau. Damit es nicht so lange wird, dann mache ich Punkt erstmal. Genau. Ja, so, wir haben deine Arbeit auch oftmals kennengelernt in Workshops und so. Aber eine Frage, die ich mir stellen wollte, ist eure Verbindung zum Community-Kultur. Ne? Und die Frage, gut deutsch formuliert, ist, was bedeutet für euch und eure Arbeit Community-Kultur und welche Rolle spielen Community-Orte für eure Basisarbeit? Vielleicht kannst du da was sagen. Ja, mit dem Thema Kultur, ich glaube, wir alle Menschen haben irgendwo, ja, wir sind in Community aufgewachsen oder sozialisiert, die eine gewisse Kultur hatten vielleicht, aber für uns, wir sind alle Menschen, die aus dem globalen Süden kommen, die nicht hier in Deutschland geboren sind. Und wir haben immer gelernt, dass Kultur ist immer nur, dass ist Kultur von außen definiert wurde. Was wir selber gemacht haben, das war immer so, ja, auf Spanisch sagt man Artesanía, Handarbeit, da war keine Kultur. Was wir so Tanz oder Sachen, die wir hatten, das war Folklore. Was für Musik war auch Folklore. Und das ist erstmal für uns war einfach wichtig zu sagen, nee, das ist Kultur. Wir selber definieren, was ist Kultur und das ist der erste Schritt. Und für uns ist super wichtig, einfach, wir probieren hier, wir hatten wir hatten eine Gruppe von Frauen, die haben so versucht, mit einer Kunst so selber zu machen und ihre Situation darzustellen. Und jetzt versuchen mit Kultur auch, dass wir mit unserem Körper im Sinne, dass
dass der Kolonialismus hatte auch eine Wirkung, wie wir uns bewegen. Und bei uns sind auch Frauen, ich selber bin ich auch indigene Frau, und wir waren immer so kleiner gemacht. Ne? Wir haben immer so, und da haben wir selber nicht gemerkt, und wir haben gesagt, nein, warum? Das ist so eine Wirkung auch von diesen ganzen, immer zu hören, dass wir keine Kultur haben, dass unsere Sprache nicht wert ist und so. Und das ist, was wir machen, ein Prozess, viel darüber zu reden und auch Sachen zu machen, zu sagen, nein, das ist auch, wir haben auch Kultur, wir haben Geschichte, genau. Und jetzt wir sind auch ein Teil der Legalisierungskampagne, wir haben die Legalisierungskampagnen gestartet, und da versuchen auch viel mit Kunst. Oder wir haben so mit Figuren eine Aktion gemacht, um darzustellen, dass es gibt viele Menschen, die hier legalisiert leben, Migrantinnen, die hier nicht sichtbar sind, und mit diesen Pappfiguren haben wir versucht, das darzustellen. Und auch es gibt auch eine Tanzgruppe, die eher junge Frauen, die mit uns auch eher ein Teil der Kampagnen sind, auch jetzt viel mit Tanz und mit Körper, auch Kunst macht. Kunst begleitet uns immer, Musik begleitet uns immer, genau. Aber das ist nicht das ist jede für sich, sondern wir versuchen einfach in unsere politischen Prozesse, in unsere Treffen auch, immer wieder Musik zu haben, immer wieder schöne Zeit haben, weil das ist auch wichtig. Das ist durch die Kunst, Musik, das gibt uns Kraft, aber um diesen Prozess gemeinsam zu machen. So würde ich erstmal... Wolltest du was über die Orte sagen, oder hast du schon? Ja, die Orte eigentlich, in welchem Sinne meinst du? Wie wichtig Community-Orte sind für eure Ja, Arbeit? für Menschen, die illegalisiert hier sind, oder viele, nicht nur Menschen, die legalisiert sind, für uns alle Migrantinnen, die hier kommen, wir brauchen Orte, wo wir uns andere Menschen treffen, wo wir einfach andere Menschen kennenlernen. Ohne Orte geht nicht, und das wird in der Stadt leider immer weniger. Aber man muss auch erfinderisch sein, muss auch mehr den öffentlichen Raum nutzen. Aber da muss man mit dem Thema Illegalität ist immer so ein bisschen ein Problem, weil die Angst begleitet immer die Menschen, und wir müssen immer so Vorsorgenarbeit oder so ein bisschen überlegen, so, wo treffen wir uns, aber es gibt Orte, wir in zwei definieren. Erstmal ein physischer Ort, wo wir uns treffen, aber andererseits, wir haben auch einen Ort von Gemeinsamkeit, ohne einen Ort zu haben. Aber wir wissen, dass die anderen da für uns sind. Dass wenn jemand ein Problem hat, wenn jemand ihre Wohnung verloren hat, zum Beispiel in Zeit der Pandemie, dass wir da sind, und das ist auch ein Ort, die wir aufgebaut haben, und das ist super wichtig, das Thema Vertrauen. Ein Ort von Vertrauen, ein Ort von Gemeinsamkeit, ein Ort, wo wir uns solidarisch und lernen auch zu verhalten, weil das ist das Problem, dass Kapitalismus uns trennt, und das Kapitalismus oder nicht, das System uns sagt, okay, du kannst allein schaffen. Das ist das neoliberales Sinn, ne? Du kannst allein, aber es stimmt nicht. Und dann versuchen wir einfach diese physische Ort, aber auch dieses Ort, so, wo wir dieses Gefühl, wir sind für die anderen da. Du bist nicht allein und ich bin nicht allein, wir sind gemeinsam. So würde ich so genau erzählen, was wir machen. Cool, danke Jankire, erstmal. Jetzt, ich glaube, ich habe eine Frage übersprungen. Stellt euch kurz vor, eure Arbeit. Genau, wir haben viel gehört, aber wie geht es richtig ab? Hallo, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen auf dem Festival. Ich bin Aktivistin der Gruppe Migrantifa Berlin. Genau, kurz mal zu unserer Gruppe. Wir haben uns gegründet letztes Jahr nach dem faschistischen Attentat in Hanau. Heute ist 19. Also kein Vergeben, kein Vergessen, auch an alle unsere Geschwister.
Warum haben wir uns gegründet? Unter anderem natürlich auch, um gegen diesen kapitalistischen Staat uns zu wehren, uns zu organisieren und auch migrantischen Selbstschutz zu organisieren, weil Behörden und Staat gehen einfach Hand in Hand und wir müssen dagegen kämpfen, gemeinsam. Und ja, auch wie frustrierend oder traurig das ist und auch dieses Lebenheitsgefühl zu haben, von alleine zu sein, müssen wir uns diese Räume nehmen und es ist total wichtig für mich auch, dass diese Gruppe existiert, dass ich da so Zugang gefunden habe, um gemeinsam auf die Straßen zu gehen, laut zu sein, uns gegenseitig zu bestärken unter anderem. Ne? Ja. Baha, in der Diskussion vorher hast du erzählt auch von Vorbildern, Organisationen in den 70er Jahren, die auch sehr aktiv waren. Einige hast du erzählt mir vorher, auch die Türkei selber oder die in Deutschland auch aktiv waren. Und du hast aber offensichtlich, hat die Migrantifa aber auch bestimmte Vorbilder aus der Bewegung, die wir kennen, von Büchern und Fernsehen. Das ist die Bewegung in den USA. Bürgerrechtsbewegung wurde genannt. Wir nennen das Black Panther, Black Power, People of Color Power und so weiter. Und diese Organisationen haben auch Widerstand kombiniert mit Kultur und Kultur mit Widerstand, eine bestimmte Ästhetik des Widerstands gehabt. Darüber wollte ich dich fragen erstmal so, was nehmt ihr inhaltlich von damals? Sind wir nur verhaftet von damals? Was lernen wir daraus? Welche Inspiration? Und ist es, ich habe, also ehrlich gesagt, ich habe was gelesen, was mich genervt hat von einer anderen Organisation, die gesagt hat, wir schauen die Panther an, wir wollen aber nur den Style nehmen, ja, und nicht alles drumherum, auch die ganze Thematik, die Black Panther zum Beispiel unterstützt haben. Inwieweit habt ihr Vorbilder in den 60er Jahren, zum Beispiel Black Panther, sind sie ein Vorbild für euch und auch anderen Organisationen? Und nehmt ihr nur den Style über oder nehmt ihr nur den Widerstand oder beides von dem? Wir sind selbst noch so eine junge Gruppe, die auch einfach noch wachsen muss und lernen muss. Genau, aber genau solche Gruppen wie Antifa Gençlik oder auch die ArbeiterInnenbewegung hier in Berlin speziell, so dass wir aus deren Strukturen natürlich auch gewisse Sachen ziehen. Ne? Das kann sich auch im übertragenen Sinne, jetzt bei mir zum Beispiel so ein persönlicher Kontext, so meine Großmutter sein, die als Gastarbeiterin hierher kam, 74, alleinerziehend mit 6 Kindern und die einzigen Menschen, die sie irgendwie unterstützt haben oder da waren, war ihre Community im Plattenbau, so in Kreuzberg und sie haben halt nie angefangen irgendwie auch Deutsch zu lernen, weil sie immer irgendwie nicht auffallen wollten und so, ne, und sich immer irgendwie so probiert haben, im Hintergrund so zu halten und sich einander zu ergänzen und auf einmal wurde die Nachbarin so, ja, die Tante oder die Friseurin oder wie auch immer, ne? Und so hat man sich irgendwie ergänzt und das ist auch auf unsere Arbeit, glaube ich, wenn es um Kiezarbeit geht, wo vor allen Dingen unser Fokus steht, das Wichtigste, also innerhalb unserer Kreise anzufangen, auch mit unseren Eltern über diese Sachen zu sprechen, mit unseren Geschwistern, im Guten zu streiten, rauszugehen dann und mit unserer Nachbarschaft zu arbeiten, ne? Und ja, Zukunftsvision zu haben, das noch viel weiter zu bringen, international oder auch wie auch immer. Also so erstmal bei uns anzufangen und dann so in die Bezirke reinzugehen und viel weiter zu denken. Es ist ja auch, dass diese Bewegung Migrantifa Berlin entstanden ist, aber auch in ganz vielen verschiedenen anderen Gegenden, ne, wie NRW oder Bremen und es auch da Migrantifa gibt. So, wir sind Migrantinnen, die sich wehren gegen dieses System und zusammenschließen. So. Baha, du hast Antifa Gençlik erwähnt. Kannst du kurz mal erzählen, für die Leute, die das nicht kennen,
wer das war und was sie gemacht haben? Ja? Genau. Genau. Ich kann auch, also ich habe so Antifa Gänzlich war eine Organisation, die ich auch kennengelernt habe und die haben ja einfach Null Toleranz vor Nazis, würde ich sagen. War auch eher ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit und die waren Verteidigungsorganisationen auch. Man kann diskutieren, über wie weit man geht, aber Self-Defense is no offense war immer die Worte, die wir als Pakistanis gelernt haben in England. Und wenn die uns anfassen, sagte Malcolm X, if someone talks to you, talk to them. If someone smiles at you, smile at them. If someone shouts at you, shout at them. But if a policeman lays a hand on you, send him to the cemetery. Warum hat er das gesagt? Das heißt, wenn jemand mit mir redet oder mich anmacht, kann ich auch Streit mit dem reden. Aber wenn ein Polizist mich anfasst, schicke ihn ins Friedhof. Und das ist nicht jetzt einfach Plädoyer, dass man nur Gewalt benutzen soll, sondern dass das gar nicht geht. Weil sonst wird sowas wie bei George Floyd nicht passieren. Sonst wird Harrisburg nicht stattfinden. Sonst wird diese Mörderreihe nicht stattfinden, wenn wir uns selber verteidigen könnten. Und Black Panther war auch eine Organisation, die gesagt hat, Self-Defense is no offense und wir sind die Verteidigungsorganisationen. Ne? Das war Antifa Gänzlich auch. Aus den 70er Jahren. Und dann, du hast ja erzählt, kurz mal zu den Kiezarbeit, was du erzählt hast. Ne? Jan Kira hat gerade erzählt, dass ein Ort ist wichtig, es kann ein physischer Ort sein oder nicht physischer Ort, aber du hast erzählt von Kiezarbeit, die ihr machen wollt. Habt ihr schon Erfahrungen jetzt? Habt ihr angefangen? Wie ist es in der Praxis, sowas zu machen? Community-Kultur in dem Kiez? Genau, also ich bin auch Teil der Basisarbeit, also einer der Basisarbeiten, die vom Migrantifa und genau, bin Teil von Kreuzberg-Neukölln. Kiezarbeit bedeutet für uns, dass wir mit unseren Nachbarschaften in Kontakt treten, sei es Kiezspaziergänge zu machen in Kiezen wie Neukölln, der Sonnenallee, mit den LadenbesitzerInnen ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen, zuzuhören, was fehlt hier, wie können wir helfen oder unterstützen. Genauso aber auch thematisch zu mobilisieren für verschiedenste Aktionen. Wir werden auch super krass von verschiedenen Läden dort unterstützt für unsere Essensausgaben, die alle 2 Wochen stattfinden. Am Alfred-Scholz-Platz an der Karl-Marx-Straße. Das ist zum Beispiel ein öffentlicher Raum, der sehr wichtig für uns ist, weil wir da wirklich aktiv Kiezarbeit auch leisten, genauso wie in unseren Spaziergängen. Unter anderem werden wir da von den LadenbesitzerInnen unterstützt, dass sie uns Spenden geben. Ne? Und die Nachbarschaft kommt vorbei, erzählt uns, was gerade passiert ist. Eine Schneiderin kommt vorbei, bringt uns Klamotten vorbei als Spende. Also das ist Kiezarbeit für uns, mit den Menschen in Kontakt zu treten, zuzuhören, auch mal irgendwie zu diskutieren und auch zu sehen, wo es irgendwie fehlt und wie wir unterstützen können und auch in der Zukunft zu finden, irgendwie einen Kiezladen wirklich zu haben in einem dieser Bezirke, wo die Menschen immer wieder zurückkommen können und wissen, dass wir da sind. Ne? Sei es irgendwie, man hat Stress in einer institutionellen Organisation oder wie auch immer, ne, in diesen ganzen Orten, sei es Schule oder Behörden, Polizeigewalt, so, wo geht man hin, mit wem kann ich sprechen, wem vertraue ich mir an, so, genau, das passiert halt bis jetzt auf der Straße. Danke, Baha. Jetzt unser letzter Panel-Mitglied. Wir wissen, dass einige Jugendzentren, zum Beispiel in Südneukölln, auch Besuch von Nazis gekriegt haben oder Angriffe, Attacken und so. Und das, multikulturelle Jugendarbeit so nicht so gewollt ist von den Nazis. Deswegen haben sie bestimmte Jugendzentren ins Visier genommen. Wir haben gehört und so von Einrichtungen, die jetzt
Festivals organisieren, antirassistische Festivals. Und deswegen wollte ich mit Cheer fragen, auch kurz mal seine Arbeit vorzustellen und auch ein bisschen, was ihr macht da. Ich bin Cheer, ich bin Jugendarbeiter, Theaterpädagoge, war auch viel in aktivistischen Kontexten unterwegs, bin Vater, bin Sohn von GastarbeiterInnen, ich sage es nur, weil wir gestern ein tolles Stück auch über die Thematik von GastarbeiterInnen gesehen haben. Und genau, mache Jugendarbeit oder leite ein Jugendzentrum in Reinickendorf, wo auch einige Jugendliche hier sind, die mich sehr stolz machen. Genau. Also unser Zentrum ist ein offenes Kinder- und Jugendzentrum zwischen 8 und 18 Jahre. Und da kommen Kinder und Jugendliche nach 14 Uhr, also nach der Schule, obwohl auch einige Schulen bis 16 Uhr gehen, weil wir Ganztagsschule haben mittlerweile. Also genau. Und können sich einerseits selbst organisiert beschäftigen oder mit den MitarbeiterInnen im Haus zusammentun und beschäftigen oder an Projekten teilnehmen, die wir anbieten. Und genau, das ist so die Hauptarbeit. Wir haben viel Kreativangebot im Haus, also Theater, Rap, Fußball spielen wir viel. Wir haben eine Jungengruppe, machen Jungenarbeit, haben Airbrush und. So, ne? Das sind so die Angebote. Ja. Dann, es gibt immer eine Diskussion, ne, so über, sind die Jugend heute politisch oder nicht auch. Ne? So, ich wollte fragen, so wie widerständig ist die Jugendarbeit heute? So Jugendkultur heute. Jugendkultur. Ist Rap politisch? Bist du zufrieden oder nicht? Oder? Das ist ein Thema, das wir gerade mit der wir uns auch mit unserer Gruppe beschäftigt haben, zum Festival auch, weil wir eine Hip-Hop-Tanzgruppe haben, unter anderem in unserem Jugendzentrum, die selber sich sehr viel mit Oldschool-Hip-Hop beschäftigen, also mit den Ursprüngen von Hip-Hop, und die wissen, dass Hip-Hop eigentlich unter sehr politischen, unterdrückerischen Umständen entstanden ist. Und die haben eine große Kritik, oder wir haben eine große Kritik gegen den Mainstream-Rap, der sozusagen überall präsent ist. Rap ist mittlerweile immer sehr krass vertreten unter den Charts von 1 bis 10. Es sind fast 7, 8 Songs immer Rap, aber das ist eigentlich nicht der Rap, den wir feiern oder den wir kennen und lieben. So. Welche Rap magst du? Gibt es richtig so Tipps? Ja, also wenn man zurückgeht, ganz weit zurückgeht, bevor ich geboren wurde, Last Poets zum Beispiel, oder Public Enemy und so weiter, ne, die mit politischem Rap um die Welt gegangen sind, weil es fast nur politischen Rap gab. So, ne? Also weil sie waren nicht alle Gruppen revolutionär oder so, aber sie haben über die Umstände gesprochen, unter denen sie leben mussten. So, und jetzt ist es eher vom Kapitalismus vereinnahmt und es geht um Markenklamotten, Geld haben, Juwelen, was weiß ich was, Sexismus und so weiter und so fort. Das, was der Kapitalismus fördert und leider uns verkauft als die Jugendkultur, die es eigentlich nicht gibt, weil die Jugendkultur ist in der Basis eher. Das ist die Jugendkultur, die hier sitzt und politische Messages in ihre Texte schreibt, in ihre Performances schreibt. So. Was schätzt du, wird es politischer werden? Ja, wir machen es politischer, auf jeden Fall. Also, ja, wir machen es auf jeden Fall politischer. Genau. Aber Cheer, das ist die Frage, wie politisch darf die Jugendarbeit sein? Jugendarbeit. Also sagen wir, Form darf sein, würde ich die Frage stellen, ob Jugendarbeit politisch ist. Und meiner Meinung nach ist Bildungsarbeit immer politische Arbeit. Also egal, ob es in der Schule ist, ob es im Jugendbereich ist oder sonst wo.
Einmal, weil Jugendarbeit durch politische Akteure finanziert wird. Also das heißt, wer oben ist, entscheidet, ob genug Jugendarbeit stattfindet oder weniger oder mehr, weil wir von Geldern abhängig sind in der Jugendarbeit. Ja? Und ich bin selber in der Jugendarbeit aufgewachsen. Also von klein auf bin ich in Jugendzentren gegangen, habe meine ersten Theatererfahrungen durch Jugendarbeit gemacht als Jugendlicher. Die ersten Demos, zu denen ich gegangen bin, zu denen mich nicht meine Eltern mitgenommen haben, sondern zu denen ich selber gegangen bin, waren Demonstrationen gegen die Schließung von Jugendzentren. Ja, also mit 11, 12 Jahren haben wir demonstriert, dass unsere Jugendeinrichtungen nicht geschlossen werden sollten. Und ich habe in den 90er Jahren und 0er Jahre sehr stark mitbekommen, wie ein Jugendzentrum nach dem anderen entweder privatisiert wurde oder komplett weggegangen ist. Und das ist einmal so, ja, es ist politisch, weil die Jugendarbeit liegt in der Hand von Senat und so weiter und so fort. Also so. Und es gab im Haushalt, sollten immer 10% für Jugendarbeit dargeboten werden, was immer unter der Hälfte war oder so, ja, oder ungefähr. Jetzt gibt es zum Glück ein Jugendfördergesetz seit kurzem, da bin ich sehr gespannt, wie das sich über langfristig halten wird, ob mehr Förderung stattfindet. Aber als ich jung war, konnten wir viele Reisen unternehmen durch Jugendarbeit, also die Welt sehen und so weiter, was die letzten 20 Jahren fast vom Tisch war komplett, so mehr oder weniger im Vergleich zu früher. Deswegen auf jeden Fall politisch. Aber auch politisch, weil wir in einem Kontext arbeiten, in dem wir versuchen, keinen Zwang aufzubauen. Und Kinder und Jugendliche erleben viel Zwang in der Schule zum Beispiel, also der Stoff, den sie lernen, die Art und Weise, wie sie lernen und so weiter und leider auch die Unterdrückung, die sie von Erwachsenen erfahren. Und wir versuchen es wieder aufzubauen, also auch das ist schon politisch, obwohl es auch in der Jugendarbeit leider auch JugendarbeiterInnen gibt, die sozusagen eher defizitorientiert an Jugendliche rangehen und gar nicht so die Potenziale sehen, die Power sehen, die Jugendliche mitbringen. So. Und deswegen begreife ich sozusagen mich und generell Jugendarbeitern immer als politisch in der Art und Weise, wie sie mit Jugendlichen arbeiten und sie sehen. Die Haltung ist sehr wichtig. Ob die Empathie da ist, zum Beispiel. Ne? Und, genau. Okay, danke, Chair. Ja. Nur eine Ergänzung noch zu dem darf noch, ob man politisch sein darf oder nicht, ist die Frage natürlich, ob du die Hand beißt, die dich füttert, ne, als in der Arbeit selber. Und die Programme, die es gibt, zu denen du wo du Anträge stellen kannst, sind ja schon sehr vorgegeben. Also du musst bestimmte Themen bedienen, um Förderung zu bekommen. Und na klar kannst du out of the box denken und auch handeln und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld, wie sehr politisch du sein darfst. So ein Minenfeld vielleicht, so, aber interessant. Ne? Kurz mal eine Frage an euch alle und dann öffnen das für das Publikum. Und ihr könnt da alle antworten, egal in welcher Reihenfolge. Und die Frage ist, und das ist für euch auch für danach, wie kann Community-Kultur einen Beitrag leisten, um die Bewegung noch breiter und lebendiger zu machen? Also, wie kann unsere Arbeit mehr Leute auf die Straße bringen? How do we activate activism? Und wie können wir mehr werden? Das wäre eine Frage an euch. Und so, ich weiß nicht, wer jetzt was sagen will. Jan-Kira. Ist eine große Frage, aber... Ja. Eine kleine Abend. Genau. Ich glaube, das ist für mich oder für meine Erfahrung, ist ein bisschen älter als euch, aber ich finde, das ist das Thema Vertrauen aufbauen, ist super wichtig. Sich begegnen, sich kennenzulernen, würde schon das Wort gesagt, zuhören, was für Probleme gibt es und auch sich solidarisch verhalten. Aber für mich ist immer so auch wieder menschlich zu sein, weil ich glaube, hier manchmal
Man kennt Leute und dann begegnen sie wieder und man grüßt sich gar nicht mehr oder so, man kommt vorbei, so super cool vorbei und so. Und manchmal denke ich so, ja, wir müssen einfach mehr dieses Vertrauen für Menschlichkeit wieder so gewinnen, das ist eine sehr wichtige Sache. Wir sind auch alle, wir haben auch Widersprüche, ne? Das sind nicht alles, wir haben auch so, wir sind nicht perfekte Menschen, weil wir die Welt verändern wollen. Und für mich ist auch super wichtig, da muss auch Raum für Fehler sein, dass wir als einen Lernprozess betrachten und nicht sofort sagen, oh, du hast einen Fehler gemacht, ich will mit dir gar nicht mehr zu tun haben, sondern einfach die Chance geben, einfach gegenseitig zu lernen. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Das ist mehr meine Beobachtung hier in meinen Jahren, die ich hier, genau, und für mich ist jeder Mensch, den wir erreichen können, es ist für mich immer so ein, wie sagt man auf Deutsch, keine Ahnung, ein Saatgut. Weil manchmal gehe ich so in Veranstaltungen und denke, oh, die Leute langweilen sich, vielleicht niemand. Aber ich glaube, es gibt immer Menschen, die zuhören und das ist für mich immer so, wenn ich jemanden erreiche, ein Mensch oder zwei Menschen, ist für mich schon ein großer Schritt. Und ich finde, das ist super wichtig, ist, dass wir einfach feiern, was wir schaffen. Weil manchmal ist das hier so, es ist alles so, das kommt nie etwas raus, das ist so wie ein Hamster, immer in dasselbe Rad, die Probleme werden immer schlimmer, aber wir haben auch Sachen geschafft. Und die Sache, die wir jetzt haben, die Rechte, die wir jetzt haben, ist, weil die Leute vorher dafür gekämpft haben, dass wir hier Migrantinnen oder Menschen, die Rassismus erfahren, darüber reden können, die haben uns nicht geschenkt. Die haben Leute vor uns gemacht und ich glaube, das ist super wichtig, einfach auch uns selber zu feiern. Wir machen Schritte, kleine Schritte und manchmal gehen wir zurück, aber das muss man auch sagen, feiern wir uns. Das ist auch wichtig, das ist positiv, dass wir etwas bewegen und ich bin sicher, dass die nächste Generation vielleicht auf was wir heute machen, zurückgreifen kann. Und ich glaube, wenn man und das ist eine Sache, die man Geduld haben muss, dabei bleiben muss, versuchen auch die Konflikte zu lösen, und so klar zu sagen, zu haben, wo ist der Feind, wer ist mein Feind. Und das ist, was ich habe kein Rezept, aber so sind Sachen, so ein bisschen Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die ich gerne euch sagen will oder teilen mit euch, genau, einfach dabei bleiben und auch Spaß, Musik und gehört auch dazu, lachen, viel lachen und ja. Danke, Janke. Ich würde bei ziemlich vielen Punkten so mitgehen. Auf jeden Fall auch der Punkt, wenn wir 1 oder 2 Menschen schon erreichen, ist das viel mehr, als wir uns irgendwie glücklich schätzen können. Ich denke, dass auch so durch Aktion und Demonstration viele Menschen sich gehört fühlen und wir auch dadurch sehr viele Menschen erreichen, die sich von uns gehört fühlen, die einen Platz in unseren Reihen haben, die sich gleichberechtigt fühlen. Und ich glaube auch, dass dass einfach Sprache und Kommunikation und Rausgehen und wie vorhin auch schon erwähnt, so mit den Kiezen, in seinen Kiezen sprechen und wirklich wach sein und transparent sein und auch wenn man erfährt, dass Menschen irgendwie Bullengewalt erfahren, dass man da bleibt und stehen bleibt und diese Menschen auch auffängt. Und alleine diese Menschen aufzufangen, ist so viel mehr wert als, ja, ich höre jetzt Musik, laufe über den Platz hier oder ich interessiere mich gar nicht erst dafür oder. So, es ist einfach, diese Menschen brauchen uns und wir brauchen diese Menschen und das ist, ja, man ergänzt sich so miteinander. Okay, ich nehme erst die Jugendarbeitsperspektive ein und nenne ein Beispiel. Wir haben vor 3 Jahren, glaube ich,
U18-Wahlen gehabt, parallel zu den Europawahlen damals. Und unsere Einrichtung ist auch Wahllokal gewesen für U18. Und es kommen dann aus unterschiedlichen Schulen, Einrichtungen und so weiter, Gruppen, die wählen dann bei uns. Also es sind jetzt nicht unbedingt unsere BesucherInnen aus dem Haus selber, sondern aus dem Bezirk und so. Und erschreckenderweise hatten wir ein Wahlergebnis von 25% für rechte Parteien, am höchsten AfD also weit über SPD, CDU, bla bla bla, ganz am höchsten AfD, aber auch die rechte NPD und so weiter. Und die Reaktion von unseren BesucherInnen, also vom Jugendzentrum, war: Scheiße, wir müssen was machen. Wir müssen eine Position beziehen, wir müssen irgendwas hier im Kiez machen dagegen. Und das ist für mich der Punkt gewesen, okay, das unterstütze ich. Ne? Also ich unterstütze die Jugend in dem, was wir machen. Und entstanden ist ein Projekt, was sozusagen öffentlich sich gegen rechts positioniert im Kiez, ein Fußballturnier gegen Rassismus mit Bühnenprogramm, mit Community Fire sozusagen, also sich selber zu feiern als von Rassismus betroffenen Kindern und Jugendlichen, aber auch zu sagen, hey, wir sind gegen diese Leute, die so abgestimmt haben zum Beispiel. Ne? War für mich ganz wichtig, aus der Jugendarbeit das zu machen. Genau, und ich glaube einerseits klar, Community versuchen aufzubauen, Kiezarbeit und so weiter und so fort, aber auch Leute zu zwingen, Positionen zu beziehen, die eine weite Reichweite haben. Ja, weil wir müssen auch, glaube ich, unsere Bubble verlassen und Druck aufbauen auf andere Leute, damit sie was gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus und so weiter und so fort tun. Das ist so ein bisschen der Kampf, den ich auch sehe. So. Danke schön. Also, wir reden und wir wollen jetzt gemeinsam diskutieren auch über viele wichtige Fragen. Wie viel Widerstand soll in die Kultur geben? Wie viel Kultur soll im Widerstand geben? Brauchen wir Orte dafür? Was ist ein Ort? Und wie können wir mehr werden und die verdammte Ding verändern, die Welt verändern auch? Und jetzt wollen wir das öffnen. Für alle, die hier sind, beteiligt in den verschiedenen Bereichen, in denen ihr arbeitet, in verschiedene Zusammenhänge ihr seid und verschiedene Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ich glaube, Kathi wird ja. Genau, und wenn ihr auch Fragen habt, dann könnt ihr stellen und wenn es nicht hörbar ist, hier würde ich einfach wieder stellen. Hier, ja? Okay. Hier, ja, alles, ja genau, wir müssen das, genau, machen wir. Wenn ihr Fragen habt und so, kann ich hier nochmal stellen auch. Genau, ich kann euch nicht alle sehen, so, besonders da, das ist diffus. Genau. Und das sind verschiedene Leute hier heute Abend, die wir vorher auch getroffen haben und auch für internationale Gruppen auch. Und wenn die auch reden wollen, können wir auch eine Übersetzung organisieren, das wäre ganz cool. Hat jemand sich gerade gemeldet? Oh, das ist besser. Ja? Francesco, hast du dich gemeldet? Ja, okay. Ja, okay, dann melden, wenn ihr wollt, keiner wird gezwungen. Ja? Also, aus den verschiedenen Zusammenhängen, wie fand ihr das, was gesagt wurde? Wie reagiert ihr? Wenn ihr fandet das nicht richtig, macht besser. Genau. Oder stellt Fragen auch. Wir sind in einer gemütlichen Runde. Vielleicht kurze, wie nennt man das, Murmelrunde? Ja, das heißt einfach mit eurer Nachbarin einfach kurz mal reden, unterhalten. Was war das? Was kann ich sagen? Was will er? Genau. Kurz mal mit einer unterhalten vielleicht und dann, wir geben euch 1 Minute und dann erwarte ich sofortige Meldungen. Aber ist schön. Ich habe das von Pantifa gelesen. So
schrecklich, was sie geschrieben haben. Ich auch nicht. Das ist immer ein Zirkus. Ja. Ja, genau. Ja. 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 Genau. Ja. Ich hatte Ja. Hat ganz schön geregnet. Ich habe vorhin gesehen. Gruppe zusammen. Ein Stück. War zu prekär. Security. Okay. Ja. Okay, wow, okay. So, ja, einfach laut sprechen, genau. Sure. Ja, also. Entschuldigung, kannst du die Frage nochmal wiederholen, was ihr fragt? Ja, Ich bin also alt, ich höre nicht alles. Ja. Kannst du nochmal wiederholen? Die Frage war, ob es sozusagen Potenzial gibt, dass sich Jugendzentren untereinander vernetzen, um gegen das Aussterben von Jugendzentren sich zu organisieren. Auch das Beispiel Drugstore und Potze wurde genannt, die selbstverwaltete und selbstorganisierte Jugendtreffs oder Jugendeinrichtungen sind oder, und ihre Räumlichkeiten verloren haben leider. Was ich da für ein Potenzial oder eine Möglichkeit drin sehe, ist die Frage, richtig? Genau, du denkst, es ist realistisch, gerade in der Hinsicht, dass ja praktisch Potze Drugstore schon so polarisiert ist, die Ansagen geht gar nicht, der Ansagen muss auf jeden Fall da bleiben. Die Möglichkeit, das als Auftrag, also als Auftakt von so einer Bewegung zu sehen. Ja. Also, okay, ist ein Jugendzentrum, das muss bleiben. Ja. Kannst du die Frage nochmal wiederholen, was er... Nein, das war genau ungefähr in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall, vernetzen ist immer wichtig, egal in welchem Feld, ne, finde ich immer wichtig, ob es jetzt Jugendarbeit ist oder andere Formen von Sozialarbeit oder Aktivismus und so weiter. Vernetzung ist immer wichtig, weil gemeinsam sind wir halt stärker. So. Du meinst vorhin, dass du glaubst, dass wenn ein paar hundert Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, dann irgendwie der Druck groß ist. Leider habe ich da
auch schon mal das Gegenteil erlebt bei einer Demonstration am Rathaus Neukölln, wo es darum ging, dass Heinz Buschkowski in Neukölln, damals Bürgermeister, über Nacht 40 Jugendeinrichtungen schließen wollte, haben dort Kinder und Jugendliche demonstriert und wurden von PolizistInnen mit voller Montur, wirklich Kinder, getreten und geknüppelt, so, wo ich so war, oha, was geht hier, ne? Wo wir auch selber betroffen waren, so, Potze Drugstore, wir sind immer solidarisch, ne? Auch egal, ob sie aus der geförderten Jugendarbeit kommen oder nicht, so, selbstverwaltete Orte sind wichtig und verschwinden leider immer mehr, aber vernetzen auf jeden Fall, es gab diese Jugend-verschwindet-Demos, da sind wir auch immer hingegangen. Vernetzung ist ganz, ganz wichtig und wir müssen was dagegen tun, dass eingespart wird. Ne? Im Moment gibt es so einen Drive, es gibt dieses Jugendfördergesetz, das bewerkstelligen soll, dass tatsächlich genug Haushaltsmittel in die Jugendarbeit fließen. Müssen wir beobachten, ob das tatsächlich dann auch der Fall wird. Aber Schließungen sollten wir nicht mehr akzeptieren, sollen auf jeden Fall laut werden. Ich sehe ein Potenzial jetzt durch die Corona-Pandemie. Es gibt einen Zusammenschluss von JugendarbeiterInnen, LAG, offene Kinder- und Jugendarbeit, die sich hoffentlich auch nach der Pandemie weiter organisieren und dadurch vernetzt bleiben. So. Aber dürftet ihr als staatlich gefördertes oder von der Stadt gefördertes Jugendzentrum, dürftet ihr zum Beispiel für Potze Drugstore offiziell eine Seite nehmen oder ist das schon was eigentlich schon dieser Pseudoneutralität, die Bildungsarbeit haben soll, widerspricht? Es ging darum, ob staatlich geförderten Orte das dürfen. So habe ich verstanden gerade, ne? Ich denke schon, genau. Also, dass wir unsere Solidarität so, und das muss man sagen, ob man das hier sagen darf. Genau. Klar, also wir dürfen auch Projekte gegen Rassismus machen und gegen Sexismus. Warum sollen wir dann nicht auch Jugendzentren unterstützen oder unsere Solidarität aussprechen, die bedroht sind von Schließungen? Ja. Vor allem, wir sagen immer, weil die Leute sagen, ja, aber wenn der Staat euch fördert und so weiter, kein Wunder, so, aber das ist unser Geld. Wir haben die Steuer bezahlt, ja, die geben das aus an unmögliche Dinge. Und wenn wir sagen, staatlich gefördert, heißt nicht staatlich kontrolliert. Ja, so wir sagen, ja, sondern Freiheit muss geben. Die sagen Demokratie, wir können ja selber Initiativen machen. Und das heißt, so wir sagen, wir haben das Recht, das zu tun, was mit diesem Geld, was wir denken, richtig ist für die Jugendlichen, für die Interessen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja? Das ist nicht ihr Geld, das ist unser Geld. Ja? Das ist nicht ihre Jugendzentren, das ist unsere Jugendzentren. Wer hat das gebaut? Unsere Arbeiterinnen. Ne? Wer arbeitet da drin? Unsere Kolleginnen. Wer geht dahin? Unsere Kinder gehen dahin. Also euch, ja? Würde ich sagen. Okay. Genau. Okay. Das war auch super wichtig, aber diese Frage, glaube ich, genau, das war nicht gegen dich gemeint, sondern, glaube ich, der Frage ist sehr wichtig. Gibt's? Ja, genau, super. Die Frage war, ab wie vielen Jahren man bei Migrantifa beitreten kann. Ab wie vielen Jahren, richtig? Ab wie vielen Jahren man der Migrantifa beitreten kann. Wann immer du willst. Genau, das war eine simple Antwort. Ja.
Okay, das erste Frage ist, wie kann man den Druck aufbauen? Ja. Okay. Und wie kann man das bekannt machen, dass dieser Druck überhaupt ausgeübt wird, ja, von Leuten, die gar nicht merken, dass es solche Druck gibt? Ja? Meinst du das? Okay. Also die nicht von Rassismus betroffen sind, sozusagen, denen die Augen zu öffnen, dass sie auch Teil des Systems sind. Ja. Dieser Panel ist anders, wir wollen richtig die Fragen verstehen. Genau, das glaube ich, das ist wichtig. Ja, will jemand da so antworten? Also, wie kann man den Druck aufbauen? Ja, gegen die Entscheidungsträger. Ja, das heißt, so wahrscheinlich so bestimmter Fall gibt und man will das ändern, man findet es nicht richtig. Und wie kann man den Druck aufbauen? Ja, gegen die Leute, die entscheiden, was gemacht wurde oder nicht. Eigentlich ist das Verhältnis zu Politik und Staat, ja, und von denjenigen, die entscheiden, Entscheidungsträger. Will man das überhaupt? Ist auch eine Frage. Ja. Was ist wichtig für so eine Kampagne, ja, um was Druck aufzubauen? Habt ihr Erfahrungen gehabt mit Forderungen zum Beispiel? Ich kann ein bisschen von der Legalisierungskampagne erzählen. Es gibt hier in Deutschland schätzungsweise, ich weiß nicht, fast 1 Million Menschen, die hier, oder vielleicht mehr, es gibt keine Zahlen, Menschen, die hier ohne Aufenthaltsstatus leben. Das heißt, die haben kein Recht auf Wohnung, die können keine Wohnung mieten, die können nicht, sie haben nur Zugang zur Gesundheit, zum Beispiel, wenn sie einen Unfall haben, aber wenn sie zum Beispiel mit Impfungen, Masken, diese ganzen Sachen hatten sie nicht. Sie haben keinen Zugang zum Arbeitsrechte und die haben auch für die Politikerinnen spielen keine Rolle, weil sie können nicht wählen. Und das ist die Frage, wie können wir Druck aufbauen auf solche Politiker, Politikerinnen, für die diese Leute sind überhaupt nicht interessant, weil sie überhaupt nicht wählen können. Wir haben uns lange überlegt, so wie wir diese Kampagne machen, und wir haben gesagt, erstmal, wir müssen einfach sagen, wir sind diese Überzeugung, es ist ungerecht. Menschenrechte, wenn wir mit Menschenrechten argumentieren, jeder Mensch hat das Recht, einfach diese ganzen Rechte zu haben. Das ist so diese Überzeugung. Wenn du die Überzeugung hast, dann überlegst du, wir haben überlegt, okay, was können wir machen? Wir müssen sichtbar werden. Wir müssen einfach zeigen, wir sind da. Und wir machen auch die Menschen machen die dreckige Arbeit. Die putzen Klo, die kochen in Restaurants, die holen Kinder von den Kindergarten ab. Die machen diese Arbeit, die nicht gesehen wird. Ne? Und das ist super wichtig, dass die Leute wissen, okay, es gibt Menschen hier, die diese Arbeit machen, aber keine Menschenrechte haben. Okay, wir machen eine Forderung. Wir haben gesagt, okay, wir wollen erstmal, dass die Menschen selber überzeugt sind, erstmal diese erste Arbeit zu sagen. In unserem Fall ist natürlich, dass wir haben gesagt, die Menschen sind selber davon betroffen, die sind legalisiert, die haben keine Rechte und es gibt nur 2 Möglichkeiten. Du bleibst dein ganzes Leben so oder du musst einfach etwas dagegen tun. Die Menschen haben sich entschieden, wir wollen etwas dagegen tun. Wie können wir andere Menschen erreichen? Und wir haben erstmal angefangen mit Menschen, die Migrantinnen zum Beispiel. Wir haben angefangen mit Migranten, die Aufenthaltsstatus haben. Und wir haben gesagt, guck mal, hier gibt es Menschen, Migrantinnen, die ohne Aufenthaltsstatus leben. Und viele wussten das nicht. Ich war so, oh krass, ich wusste gar nicht. Oh, und wie leben sie das? Und das ist, ich glaube, das ist der erste Schritt, die Realität sichtbar zu machen, dass die Leute kennenlernen. Was für Probleme haben die Jugendlichen zum Beispiel? Wenn ich keine Jugendliche mehr bin, ich bin schon da muss ich ein bisschen gucken, was für Notwendigkeit und dann können sie mich erreichen, wenn ich weiß, was für Probleme haben die Jugendlichen. Wenn ich überhaupt nicht mit Jugendlichen zu tun habe, das werde ich nie wissen. Aber wenn die Jugendlichen haben, ich habe überhaupt keinen Ort, wo ich mich treffen kann. Ich muss immer draußen sein und die Nachbarn beschweren sich, weil es zu laut ist. Aber wenn ich kein Zentrum gibt, wo ich da hingehen kann, dann können sie vielleicht mich erreichen. Ne? Das ist so,
das ist sehr praktisch und ich weiß nicht, ob die deine Frage antwortet, aber ich glaube, das ist eine Arbeit, die man einfach erstmal trauen sich machen, einfach so versuchen und man kann einfach Erfahrung sammeln und sagen, okay, wir haben nicht gut gemacht oder wir haben schlecht gemacht. So haben wir gemacht. Wir haben gesagt, okay, manche Sachen haben wir nicht gut gemacht, manche Sachen haben wir gut gemacht und wir lernen darauf, aber ich glaube, das ist super wichtig, den ersten Schritt zu machen. Machen wir das. Und wir machen vielleicht Fehler, aber weil ich glaube, es gibt keine, ja, in unserem Fall ist so, die Menschen überhaupt kein Recht haben, hier zu sein. Ne? Aber bei Jugendlichen ist die Zukunft dieser Gesellschaft. Die Jugend, die hier heute sind, die sind die Zukunft, das ist ein starkes Argument. Die sind Menschen, die diese Gesellschaft aufbauen, weiter und das ist hier machen. Und ja, ich würde so einfach praktisch gehen, sich trauen, einfach so Sachen probieren und viel reden, viel Geduld haben auch und ja, vielleicht dabei bleiben. Das ist auch wichtig. Danke, Jan Kiran. Ja? Okay. Genau. Leute können sich jetzt melden. Ja, genau. Es ist eine Frage. Auf jeden Fall mussten wir so, glaube ich, in 5 Minuten oder sowas aufhören. Jetzt. Dann, wir können aber die Frage nicht stehen lassen, dann, wenn es gefragt worden ist. Das sind 2 Beiträge noch, ne? Und dann machen wir Schluss. Okay, es geht darum, wie politische Arbeit nachhaltig sein kann, kein Eintagsfliege, nicht verpuffen kann, sondern dauerhaft wird und was Beständiges wird auch. Ne? Um damit die Kunst, das zu beenden, hinkriegen, ich wollte diese Antwort auf die Frage zu jemandem leiten, die hier außer Besuch sind aus Italien, unsere Schwesterorganisation Tra i Binari, das ist Francesco Marina. Und so, ja, genau. Die Frage war ja gerade, nehmt es mit an euch, wie kann politische Arbeit also auch nachhaltig sein? Auch die kulturelle politische Arbeit, die man macht. Wie plant man langfristig was, um zu ändern? Genau, damit es nicht nur das Moment ist. Vielleicht erstmal sagt einfach, wer ihr seid, hallo und so, und vielleicht habt ihr eine Antwort auf diese Frage. Und wenn ihr auch das was sagen wollt, könnt ihr auch, ne? Der Panel hier. English, can someone translate? Okay, just have to be loud and make it a big loud ending. Yes, he's not allowed anyway. So it's a very big question, of course. Yes. Also we are a theater company, we are an association, and we have no public funds. So this is something that happens, it's a question that comes to our mind very often because we are like, we have no economic funds that in this case can help the people to let this work a job, no? To become a job. So of course
let's just translate that. Translate that. Or shall he say something too? Of, yes. Check. Ich werde es kurz zusammenfassen, weil wir auch ja Zeit. Okay. Also es gibt viele Strategien, die wir eingehen können, um die politische Arbeit nachhaltig zu gestalten. Unsere Erfahrung in Italien zeigt uns, dass es schwierig ist, aber dass zum Beispiel wir haben unsere Arbeit besteht aus vielen Projekten, unter den Projekten mit Migrantinnen und asylsuchenden, geflüchteten Menschen. Und wir haben zum Beispiel einmal die Erfahrung gemacht, dass viele geflüchtete Menschen mit uns gearbeitet haben, aber dass einige von denen danach gehen mussten oder gegangen sind, weil es eben kein Geld gab. Und das ist ein Problem, was mit vielen Schnittstellen der Migration zu tun hat, zum Beispiel fehlende Dokumente oder die Kämpfe um Dokumente, um Wohnungen, um Gehalt, um auch nachhaltige Gehalt sozusagen für das Überleben. Und eine Strategie, was wir gefunden haben, ist zum Beispiel ein Netz zu bauen, nämlich ein Netz für uns, also sozusagen intern, als auch mit anderen Organisationen, auch international, zum Beispiel hier in Berlin, aber auch mit Organisationen, die nicht nur Theaterarbeit machen, aber auch die Flächen decken, zum Beispiel die wir erwähnt haben, zum Beispiel der Kampf ums Überleben für geflüchtete Menschen. Genau. Genau, es ist sehr wichtig, diese Arbeit intergenerational zu machen, sozusagen nicht nur mit Jugendlichen oder Menschen im mittleren Alter, sondern auch mit alten Menschen, zum Beispiel, weil eben der Kapitalismus ja die nicht produktiven Kräfte nicht als wichtige Akteure sieht, aber auch, weil alte Menschen, besonders in dieser Krise, wie wir gesehen haben, unsichtbar gemacht worden und sehr einsam waren, beziehungsweise nicht wenig Zugang hatten zu vielen Ressourcen und Orten. Und deswegen ist es sehr wichtig, intergenerational zu denken. Und zweitens ist es auch sehr wichtig, diese Arbeit nicht nur als egozentrisches Projekt, also nicht nur für mich sozusagen, aber für uns, das heißt, und auch über uns hinaus, sozusagen, was passiert, nachdem wir nicht mehr diese Arbeit machen können oder werden, was passiert nach uns, wer kommt nach uns, und das sollten wir auch in Betracht der Community denken. Also wie wird diese Community agieren, wenn wir diese Arbeit nicht machen können, denn diese Arbeit ja nicht nur für uns oder für mich ist, sondern für die Community. Super, danke sehr, Francesco Marina, für diese Schlussworte. Super geil. Was heißt auch, dass wir, um das hinzukriegen, müssen wir natürlich uns organisieren. Und Marina hat es gesagt, auch dieser Call, United
Cultures of Resistance ist super wichtig. Es ist nicht nur ein so weltweiter Jet-Set, High-Class, internationaler, globaler Netzwerk. Das brauchen wir nicht, sondern das soll auch lokal verwurzelt sein. Wir brauchen auch andere Organisationen in Deutschland, die auch aktiv sind, kulturell, politisch aktiv. Wir machen das alles für die Veränderung der Gesellschaft mit kulturellen Mitteln. Wir sind dabei, wir wollen dabei sein, bei jeder Demonstration, bei jeder Aktion, bei jeder Kampf selber auch, international und lokal. Deswegen dieser Call ist direkt an Migrantifa und auch an Respektinitiative, alle anderen auch, zusammenzuschließen, damit zu sorgen, auch das erste Mal. Ich habe gestern ein Stück gemacht und über Pierburg, Frauen, die gestreikt haben, und die haben einen Titel von einem Flugblatt gemacht, die war so geil, die war aber für den Moment, jetzt und wie. So hieß das Flugblatt. Ja? Das ist wichtig, jetzt und wie, ja, brauchen wir heute. Aber wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ja? Und wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nur immer kämpfen und Sisyphus-Arbeit machen, immer kämpfen und dann keine Rückschläge, sondern wie wir dieses System beseitigen können. Deshalb ist es wichtig, was Francesco gesagt hat. Deswegen ist es wichtig, sich zu vernetzen auch. Ja? Wir ermutigen alle Leute, euch zu erkundigen. Wir werden diese Call auf dem Netz stellen, auch international. Aber wenn ihr Leute kennt, wenn ihr selber Gruppen initiieren wollt, wir können auch einander unterstützen mit Spaces, nicht mit Geld, mit Spaces, mit Unterstützung, mit Solidarität, mit viel Liebe. Und das wollen wir, dass das was richtig kommt. Festivallah soll nicht nur eine Show sein, Festivallah ist eine Plattform für die Bewegung selber auch. Deswegen sagen wir, morgen, die Parade ist super wichtig. Wir wollen das machen, nicht nur hier in ein Zelt sein oder innerhalb des Theaters, was wir meistens sind und was die meisten Theaterleute sind, sondern Kulturarbeiterinnen wird auf die Straße sein, kommt alle zur Parade, ja, sagt alle anderen Leute zur Parade zu kommen. Und Wallah machen wir jedes Jahr so eine Parade, jedes Jahr ein Festivallah, bis wir auch diese große Bewegung haben weltweit, dieses System beseitigen kann. In diesem Sinn, für alle Leute, der Schlachtruf, die wir haben, Yalla, 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 Yalla. Und jetzt mit der schönsten Stimme, die ich kenne, Yalla, Yalla. Okay, das war jetzt überraschend. Yalla, Yalla. Yalla, Yalla. Yalla, Yalla. Festivallah. Yalla, Yalla. 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 Dankeschön. Dankeschön. Heute ist Konzert. Cheer wird spielen auch. ADS attackiert das System. Trinkt hier, trinkt viel Wasser, weil nachher bei dem Konzert wird es abgehen. Wir machen Party. Und letzte Durchsage noch, die Küche macht bald zu. Das heißt, wenn ihr euch noch was holen wollt, jetzt ist der Moment. Wir machen hier schnell sauber und dann könnt ihr zurückkommen zum Konzert. Und hier ist das Manifest, das Selbstverständnis von dem Netzwerk, von dem Ahmed erzählt hat. Nehmt euch das mit, könnt ihr zu Hause in Ruhe durchlesen. Shotgun. I seen all of this. I seen dynamite on the street. Surrounded by violence and murder. Say we in the street and we gripping on heat. You got beef, then we frying your bird. My shoes on my feet and my words in my